Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Hier ist wieder Nerosud und ich sehe schon, Lorena hat eingeschaltet. Hallo Lorena. Schön, dass du mit dabei bist. Ich hoffe, heute spielt das Internet besser mit, denn leider musste ich diese Folge, die letzte Folge irgendwie so ein bisschen unterbrechen. Ja, die Mission müssen wir halt jetzt nochmal machen. Aber dann seht ihr das nochmal komplett. Hoffe ich jetzt einfach ohne größere Fehler und Probleme. Wunderbar. Doing okay, girl. Also, wie geht's hier, Lorena? Was gibt's Neues? Wenn wir hier mal die Landbesitzer vertreiben. Ich hätte gerne einfach eine Schrotflinte. Wer wartet da so schön? Können wir auch ihn fragen? Hallo. Okay, fand er nicht gut. Das war das Warmengewehr. Ist es sein Ernst? Ich habe nicht die Schrotflinte rausgeholt. Ja, das hat uns war unehrenhaft, weil wir einfach so angegriffen haben anscheinend. Da liegt ein Hut. Ah, it's you, the man with 2 names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Mm-hmm. Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations, you are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking, they own me, they just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Just joking. Well, it is you. Well, I thought you was dead, boy. Dead. Uncle? The very same. Come here. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Bull crap. No, for real. Well,
I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care No, of. not a problem. I'll come too. No, you don't have to. Oh, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. Okay. Mein Internet ist nicht so gut, sagt Lorena. Ja, das haben wir heute getauscht. Mir geht's heute besser. Anscheinend. Also ich will es auch nicht darauf beschwören. Vielleicht, bei mir hatte es geholfen, den Router neu zu starten. Oder was heißt zu starten? Ich hatte heute den Router aus. Guten Tag. West. West? Oh, God, ain't you a man of few words? I can see we're headed west. You know, speaking in monosyllables don't make you seem interesting. It makes you seem stupid. I don't care how I seem. Well, now where west are we headed, you damn Frische Milch ist da drin, okay. This ranch a ranch I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Oh, on a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No, she's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. You mean she left you? Oh, I never thought she was a smart woman, but, you know, this makes me think maybe I was wrong. No more of that. I just bought this place, and you're lucky I'm showing it to you and not looking for a place to bury you out here. Ja, Anke ist nicht so nett. Ja, oder vielleicht mit deinem Handy kannst du vielleicht noch besser Internet ziehen. Vielleicht ist es eine bessere Alternative. Wir müssen hier auch mal einfach direkt hinreiten. Wenn doch. So. Haben wir ja nicht so richtig fertig bekommen hier. This is it. Look at her. Ja. Okay. What do you think? Why exactly did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No, I know you're an idiot. Anke macht mal wieder nix. Epilog Teil 2 Beecher's Hope. Eigene Ranch. Und da hat er gelernt, den Kredit erhalten. 405. Heimat der Oberschicht, okay. Sehen, dass da oben Anke auf uns wartet. Freundschaften mit der bloßen Faust. Hey, lady.
Ah, dann gucken wir mal dahin, wie es aussieht, ob sich jetzt hier geändert hat. Also ich glaube, der Zaun kam dazu. Ansonsten sieht die Hütte so, naja, aus. Was hat's denn? Das Feuer wird hier halt immer gemacht. Working hard? It's the lumbago. If I overdo it, I'll get a relapse. It's very serious. Get up or get out. You can be so testy. What is it? Constipation? Guess you're my proof I'll never quite outrun my sins. You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. Get up! Ow! I'm getting up. Oh, no, wait, what did I have to tell you? I went into town. I got a little drunk. Oh, shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint Denis. Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Really? I reckon. This, I dreamed it all, and by the sound of it, not doing too good neither. Und dann fahren wir schön mit dem Zug hin. Zurück nach Saint Denis. Here we are. Come on, let's get off. All right. Back in Saint Denis. I never liked this place. Yeah, me neither. All right. Let's go find that big sour bastard. Sure. Let's split up. Good idea. I'll take the saloons, you take the slums. Nah, how about I take the saloons and you take the slums? Okay, dann fragen wir mal im Saloon nach Charles. Unser Pferd ist auch hier. Come on, lady. Mich hier, ob jetzt sich auch nach den Jahren hier irgendwie noch was verändert hat. Man irgendwo noch ein Stück weit mehr technologischen Fortschritt sieht. Hier ist ein Hehler oder ist auch ein Saloon. Gehen wir ins Saloon. Küche. Hi, fellas. Hey, sir. Morning, fella. I wish I had friends like you. Ja, ansonsten ist hier nicht viel los, aber spielt hier zumindest noch jemand Musik. Morning to you. That's a good tune. Hört auf zu spielen? Doch, Thanks for playing it. ihr sagt gar nichts. Hey, partner. You seen a big Indian guy? Indian? Sure. I've seen hundreds. Big guy. Boxer, maybe? Likes fighting? Yeah. Bare knuckle guy. Think he's fighting tonight over at St. Saturnine's. Thank you. Thanks a lot. No problem, bud. Saint Denis, okay. Morning to you. Ich weiß nicht, ob wir nicht einfach auch zu Fuß hier lang laufen. Ich komme da besser durch.
leuchtet. Können wir was finden? Wo ist es hier? Ein Loch. Er duckt sich einfach runter. Die Charge gesehen. Good morning. Poor Ronald finally drunk himself to death. They found him Morning, lying in the mister. street this Well, ain't that morning, fella. You're a hard worker, all right. It's a living. It's a fine thing to see. See you around. Okay, die sagen etwas. Sind einfach nur allgemeine Dinge. Wie er so sagt. Sind wir doch wieder auch in den Slums, würde ich sagen. Ach, hier ist auch wieder die Kapelle. What took you so long? Oh, good lord. I was just beginning to enjoy some peace and quiet. Asked that first barman I met, and he told me Charles was here. Folks still love Not us. one of life's great mysteries, it turns out. And you are a killer. And you are a killer. We both know what you gotta do. I'm leaving now. He don't know the half of it. John? You're... I'm alive. So are you. So's he. That's Uncle? What are you doing? I don't know. I'm alive. Uncle thought maybe you was in some sort of trouble. Kind of, just... I don't know. I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And you like that? Of course not. So, So... Let me go place a bet. Come on. Man, I thought you were dead. sure. Abigail's still alive too, only she left me. Excuse me. I'd like to place a bet. On who? On myself, to win. Lone Wolf. How much? All of this. Okay. Funny thing, I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Real redskin brave. Da setzen wir auf Charles. Sure, I'm a fan of the wolf. Give me a bet on him. Have I got a treat for you? An epic battle between the descendant of ancient warriors and a not-so-noble savage. On my left, a ferocious battler from the Tipp in der Nähe des Kampfes. Simon of Wales. And on my right, an Indian Hercules. The savage, the untamable, the unbeaten, and dare I say unbeatable, Lone Wolf. You know how this works. No weapons, no forfeiting, no crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout, you win by retirement, or you win by death. Let's have a good fight, boys. Let's keep it clean, but not so clean. Halte Dings gedrückt. Rechts drücken. Jubeln. Stay on your feet, you hear? This is rigged or something. Hit him, Lone Wolf. Kill that bastard. Pretend he's Micah. Tempo erstmal gemacht. Ganz gut gerade. Der macht ihn richtig fertig. Ein bisschen Geld verdient, ne? Gotta get you the hell out of here. Hey! Lone Wolf! Whoa! How? Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. So it goes. Here's your share, partner. If we just made the bet I said we So you should keen make, on staying around here or heading off with me and Uncle? But, John, I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading upriver. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Just have a few errands to run. You're useless. I am a deep thinker. Be quick. Come on. Na, was stellt der jetzt noch an?
This way. $40. Hat mir nicht eben $450? So, what happened? You mean back then? Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. You know that Arthur... Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. I had to run. If any of us had been found, we'd have... Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel with some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm a bit of a draftsman myself nowadays. That's what they're saying. He was a good man. As much as any of us could be. Getting sick like that has to rattle a fella. Rattle him or give him some kind of understanding. What his life was really all about. Yeah? That makes sense. Anyway, I heard all you were dead. Or I might have come looking. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kind of things, but one thing I know, he ain't around here. I ain't heard nothing real in years since, well, that time. Nor me. Micah? I hope that bastard's dead. You know, he was the one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time. Or since before I got off Sisika. They picked up Strauss. The agents. Made a real mess of him. I heard he died in custody. Never said a word. Guess some folk is strong in ways you can't see. Everything that happened. All those deaths. Micah? None of us is innocent in that. Dutch, least of all. But I don't think we would have had to make those calls. All that mayhem. Sooner we get out of Saint Denis, John. 5 bones under the perfect star. Nosferatu with Dominica will become immortal again. Wurde das angezeichnet? Okay. Where were we? Oh. Sorry, Charles, da stand was an der Wand. All that mayhem. If it wasn't for... We were on a very bad path. And Micah Bell dragged us into the abyss. Never ends well. Gangs like ours don't ride off into the sunset. Not these days. Ich frage mich echt, was mit Micah und Dash passiert ist. Hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martellis men. Who? He used to work for Angelo Bronte. I've only been here an hour. Hey. Come over here. What now? Well, you go left, I go right. On 3. 3. Couldn't have thrown that fight. It's never just one fight. Evidently. Oh, What are those guns they have? What? You don't have to? Let's go. There's a wagon up there. I'll get my bag. das haben die neue... Nee, ich will nicht aufheben. Nein, ich will das nicht machen. Ja, ich mache hier Unsinn. Mauser-Pistole. Die ist neu. Das ist... Haben die jetzt ihn einfach erschossen oder was? Oh. Ich wollte es doch mitnehmen. Man musste sich ein bisschen beeilen. You couldn't have thrown that fight. It's never just one fight. Evidently. Let's go. There's a wagon up there. I'll get my bag. Okay. So, dann können wir aber rauf. Komm. Okay. Where was Uncle gonna meet us?
Over the bridge going out of town. West. Hold on. Wird uns noch verfolgt oder kommen wir hier durch? See any law? Not yet. Keep your eye out. Saint Denis ain't short on police. I remember that. Only too well. Anyone? Good so far. Further we get from those gunshots, better chance we have. Of denying it, at least. No. Oh mein Gott. We can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. I don't want to get in a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. You see anything? I think we're clear. If I ever want to go back, remind me that I hate Saint Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. Speaking of simple, John! Charles! You boys been all getting up to no good? kind of. Been getting shot at. Well, they weren't very good shots. Come on, let's head for home. Na, jetzt versammelt sich so vielleicht ein bisschen wieder die Bande, keine Ahnung. Auf der Ranch. Ich bin mal da noch Ädler. Du kannst Gegenstände am Hauptlagerfeuer herstellen, okay. Feels like old times. It's good to have the old gang back together again. Let's just hope things don't turn out like last time. There he goes. What'd I tell you, Charles? Boy is as sour as weak old milk. No wonder she didn't stay with you. Not even a retired $2 whore would stay with you. That's the goddamn truth. Now, you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine, whine, whine. Excuse me? Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless. And I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail, I've changed. Come live with me in an outhouse I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has gotta go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house a lady'd set foot in. The place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. Now, I reckon these horses can have it down in a minute. Here, come on. Tie that end around the horses. You loop that end around there. Horses will pull it clean down. Wir können erstmal ein neues Haus bauen, bevor wir hier das abreißen. All right. Well, let's get going. Now just pull. You got this, John? I'll go when you do. Okay. On me. Just give me a moment. Wir ziehen doch hier schon. Oh, don't get sentimental. Level it. We doing this? The dumb animals don't know what to do. And neither do the horses. Ach, so, wir müssen hier auch wieder öfter drücken. See? I told you it wouldn't be no trouble. And now?
Now we head into town, buy ourselves a house right out of a book. Same as if it were a bicycle. Where in town? There's a fella by the train store. Cakes hardwood and timber. Okay, you keep working here. But if I don't go with you, who's gonna tell you Just that? need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work. Whip him if you have to. Ob die hier was machen? Hier neben haben wir dann doch nochmal ein Lager. Das ist eben schon da. Genau. Oh nein, jetzt haben wir das hier genommen. Hatte ich gar nicht. Okay, was sollen wir jetzt machen? In die Stadt, aber da ist ja nur der Auftrag von Ayla. Aber dann gucken wir mal, vielleicht hat sie was zu sagen. Kann uns noch weiterhelfen. So, und hier konnten wir Akkus Granger Double Action Callaway Revolver. Mechanikpistole, Mauserpistole. Mit Nein. Ist noch ein bisschen besser. So, vielleicht wieder. Von dem Pferd müssen wir mal jetzt was geben hier. Come on, girl. You're okay. We've got you now, you piece of shit! I want his skill. Get him! This man shall drink mine. Skinner, Bruder, okay. Man shall be transfigured. Lebt er noch? Gucken wir mal, was die hier noch dabei haben. So, nur ein paar Banditen. So, austauschen. Wir haben den Hut auf. So, den plündern wir auch noch. Auch wieder ein paar Dollar. Und hier auch. Okay, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mal kurz ins Kompendium gucken, was die Banden angeht. Da, wir haben alle entdeckt mittlerweile. Aber tatsächlich nicht alles gelöst. So, auch die O'Driscolls zum Beispiel, da fehlen uns 3 Bandenlager. Bei den Le Mans rüber 50. Die Skinner-Brüder zum Beispiel, da haben wir auch nicht Bandlager gefunden. Auch noch keine einzigartige Begegnung. Aber ein Hinterhalt überlebt. Aha. Und der Lobo-Bande gibt es noch, okay. Was können wir hier noch machen, um noch ein bisschen mehr von Kentucky Bourbon vielleicht. Let's go. Und dann nochmal was fürs Leben.
Hier so. Dann gefällt mir das schon mal. Die Steppe, wo sind wir hier eigentlich? Unser Lager ist hier. Beaches auf. Hier ist ein bisschen Wald. Natürlich einige Stellen, die wir noch nicht so kennen. Rodricks Gefangenenlager. Ups, 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 ups. Okay, lief. Gutes Pferd. Was haben wir denn eigentlich für ein Pferd jetzt hier? Englisches Vollblut wieder. Ah, okay. Und wir haben aber auf eine Seite drauf. All right, girl. Mal gucken, ob wir in den Ställen nicht doch nochmal das andere auch holen nehmen, was wir da hatten. Wenn das denn noch da ist, können wir gleich mal hier reingucken. Pferde im Besitz verwalten. Eine leere Box hier haben wir Rachel. Einen guten Sattel, ha. Geschwindigkeit Elite, okay. Aber. Und das kann die am meisten Geschwindigkeit haben. Das hat halt nur viel Wendigkeit noch. Das ist aber halt ordentlich. Haben wir jetzt Post oder nicht? Ich guck mal ganz kurz zur Post. Das ungeöffnete Briefe siehst du. Na dann. Haben wir pro Kopfgeld? Ich denke nicht, oder? Und Le Moyne haben wir $20. Na dann. Und dann holen wir die Post ab. Brief aus dem Büro des Bürgermeisters. Im Juni 1899 aus dem Büro von John McMaster, Bürgermeister von Saint Denis. Sehr geehrter Mr. Kilgore, nach dem Rücktritt von Bürgermeister Lemieux sind die anstrengenden Zeiten im Rathaus, aber der Dienst an unserem Bürger muss weitergehen. Der neue Bürgermeister hat beantragt, dass sie für ihre Verdienste um die Stadt Saint Denis eine formelle Belobigung erhalten. Bitte nehmen Sie dieses Zeichen der Dankbarkeit unserer Bürger an, zusammen mit dieser persönlichen Botschaft des Bürgermeisters. Dieser Skandal wird vorübergehen und wir werden alle gestärkt daraus hervorgehen. Mit dem größten Respekt, Büro des Bürgermeisters von Saint Denis. Okay. Das hilft uns ja jetzt auch nicht viel. Der hier einen Kamin an, obwohl es hier wahrscheinlich recht warm drin ist. So, und da hängt sie rum. Mrs. Adler. Oh, John, come sit down. Sure. You got any work? Yeah, well, there's always work. Whole country's getting robbed, robbing, or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. And which are you, exactly? Me? In my time, all three. But same as most people. I guess. Well, funny thing about this job, well, opportunity, I just might get to be all three again. How you mean? You ever heard of Shane Finley? Cattle wrestler?
Murderer, thief, child killer. He's wanted in 5 states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in when I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Is the money good? Yeah, it's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it we're heading again, you say? South. Now come on, mount up. We got a ride ahead of us. Of course we do. Ein Langritt. Ah, Sadie ist schon cool, die macht ihr Ding auf jeden Fall. Follow me. Let's ride. Yes, ma'am. Mister? Na, wir müssen irgendwie ein bisschen rauskommen. Some folk buy ranches, some buy horses. Oh, was für ein... Der war das, oder? Keine Ahnung. Anyway, you were saying? He looks mean. He is. My ranch, it's something else, you know. You gotta come up there. Ain't had any trouble? Some squatters, but that's it for the most part. That's good. Maybe these fellers I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's good country. All country is good. It's just folk that are bad. You know who I got up there with me? Uncle. Besides Uncle. Abigail? Abigail ain't come there just yet. Really? You, wanna talk about it? Well, maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah. He's doing okay. He was prize fighting in Saint Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. But I think life on the plains is gonna be good for him. I always liked Charles. You send him my best. I will. You know, you can come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I ain't so good with people. The offer's there whenever you want it. That's kind. Unlikely to be taken up, but kind. You heard anything of Dutch? Nothing. You? No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket round me after the O'Driscolls, that weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who set it off. I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. But not now. Come on. Und dann reiten sie weiter. Es gibt hier irgendwie so grüne Stellen und so trockenere.
einen schönen... Ich weiß nicht, ob es realistische Vegetation ist. Aber who knows, vielleicht. So, James Langton, the bounty hunter, has got this outlaw you captured in a women's boarding house? Shane Finley, correct. And we aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers? Correct again. Das fertigt hier. The giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. Ist auf jeden Fall noch trockener anscheinend. You know, I've been doing some bounty hunting of my own since I last saw you. I ain't gonna make a habit of it. We cut off here. Wo sind wir denn jetzt? Ein Stück weit nach Südwesten geritten, okay. This is the place. It's a view, all right. Das ist eine Hütte. Es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen so zu erkunden. Müssen wir echt mal wieder ein bisschen mehr erkunden. Come on, let's go take a look down in the valley. Das Fernglas so ziehen wir auch mal Madillo auskundschaften. Be quicker if we both look. You got binoculars, don't you? I think I see something. Yup. There they are, down there. Who's who? Well, the bounty is the feller who's all tied up. Very funny. And that big fat feller with the funny hat, that's James Langton. The other fellas just work for him. Where do you think they're heading? Come on, let's go follow him. Achso, das ist dein Pferd. Dann gehen wir hier rauf. Let's go. Na. Was machen wir jetzt? Sind hier oben irgendwie. Stop. There they are. We follow and keep an eye on them. Whoa. Also ich sehe sie nicht so wirklich. You talking to me or Langton? Sorry, I ain't used to having anyone with me. Irgendwie redet mich ein bisschen komisch. You know his thinking pretty well. If you can't outgun them, you gotta outthink them. The canyon opens up down a ways. We'll head them off there. Okay. Up here, get off your horse. This might be our chance. So, irgendwas auf Entfernung. Kano-Gewehr und Bolt-Action-Gewehr, keine Ahnung. Oder was wollen wir machen? Wollen wir nicht abschießen? And that sure is Shane Finley coming off the back of his horse. What are they waiting for? The rest of Langton's men, I think. Langton's doing pretty well for himself. How come he's got all them men and you work alone? I got you. You're worth 10 of them. Great. All right, so what you think? Should we threaten them?
Start shooting at them or sneak down and pick them off one by one? I reckon sneaking down is our best opportunity, but it's your call. Leichen bedrohen, angreifen. Na, dann machen wir es wie Sadie sagt. Okay, okay. I'll follow your lead. Let's sneak down there. Okay, well, follow away. Stay down and stay close. Let's go. Laufen wir jetzt lange den ganzen Weg hier wieder zurück rum, oder was? Look out on these rocky paths. Two guys, blow us. Let's get closer. Theoretisch auch Wurfmesser. Hier waren wir natürlich. Ja, gar kein Problem. Sie läuft hier gleich schon weiter. Sind so schnell wieder unterwegs. Okay. Also nicht gut funktioniert. Ne, wir nehmen das große Gewehr hier. Den suchen wir noch. Sie läuft halt auch vor, ne? Das ist... Da kennst du auch nichts. Oh! Hier ist noch einer. Sehe halt durch diesen Staub nicht so gut. Weil sie läuft halt auch voll in die Schusslinie rein. Was haben wir hier noch? Noch mehr da hinten. Oh, komm. Ich sehe es so schlecht. Was ist denn los? So, wen suchen wir denn jetzt hier? Ihn hier?
Da los. Ein Gewehr. We need our horses. Also sie hat ihn gleich gefesselt. Ich dachte, wir hätten ihn fast abgeschossen, aber ich habe den hier abgeschossen. Okay, okay, machen wir. So, die ich nehme mit. Are you with her? What's it look like? We're going for a ride. It didn't work out for you before, woman. Help! You should let me alone. Down the canyon. Let's ride. Whoa, above us, on the bridges. Nach links wollen wir. I got it. Riders coming from the left of us. Oh nein. Was war denn jetzt? Was ist jetzt mit dem Internet? Das ist auch wieder. Sadie ist gestorben. Down the canyon. Let's ride. Internet wieder da. Ich hoffe. Kurzer Disconnect, glaube ich. Müssen wir echt mal aufpassen hier. Ah. So, da müssen wir jetzt schnell aufpassen, dass sie nicht wieder gleich erwischt wird. Aber es ist einfach nur Pech. Ja, das ging doch auch. I need to relieve myself. There'll be a bucket in your cell. I'm serious. Yep, and so am I. Hit him, John, please. Hey, you don't need to do that just because she told you to. I don't need to be hit. I just want to be treated civil. Shut it. You heard the lady. Thank you. I still protest my innocence. This woman ripped me out of my bed, kidnapped me, then let Langton kidnap me, then you killed them all and kidnapped me back. I'm the victim here. Damn you. John, would you be so kind as to shut him up? Don't listen to her. Now, let me speak my piece. There's no call to hit me, mister. Listen to him squirm. Jesus. Jetzt kommen wir hier nach Armadillo, oder wo ist das? Wo sind wir hier wieder? Die Blackwater ist das. Ach, siehst du, wir sind schon zurückgeritten. Nur bis hierhin. Das ist Armadillo. Schon ist die Karte, was man mal hier alles angucken kann.
No, but I can see now it has its rewards. That's a whole lot easier with a partner. That back there, you didn't need a partner. You needed a whole company behind you. We did fine. And with Langton and his men gone, there'll be more demand for our service. Sadie, you know I'm a rancher now. Mostly. And I know how you're paying for your ranch. Don't spread that around. Hey, I won't. But here we are. Grab him and bring him in, John. Sure. You're a bitch and a bastard. We brought in Shane Finley. Ist ja eigentlich eine ehrbare Arbeit, die wir da machen, oder? So eine Leute. Noch schlechte Menschen. Damn you! One with the door open. We're gonna watch you swing. What for? I didn't do anything. Nothing. Yeah. I thought you said you lost him. Well, I did, but we got him back. Oh, and James Langton's dead. We killed him. Why'd you do a thing like that? It was him that robbed me. Okay. Here. Here's a decent price on Finley. Mm-hmm, I know. You want this money to go to the bank, too? No, I'll take it myself. Okay, Jim Milton. It's John Marston here. All right, well, if you need any more work, you can find me in town. Or maybe I'll find you. I'm retired. Sure. Be well, John. $200 haben wir bekommen. Ein Tag ehrliche Arbeit. So, jetzt will ich mal gucken, können wir hier, guck mal, hier können wir doch vielleicht ein perfektes aber vielleicht will ich es auch aufheben. Weil, wenn wir wieder irgendwie, vielleicht können wir was upgraden und dann brauchen wir vielleicht so ein perfektes Fell nochmal, vielleicht ist mal auf so. Und hier waren so Beihüten. Ich will jetzt einfach mal gucken. Ja, wir können hier natürlich zu Albert Cakes, der Werkzeugkasten, mit den Fertighäusern, das gucken wir uns gleich an. Aber mich würde jetzt mal interessieren, was bringen hier so die Häuser? Come on, then. Witzig, wie viel Erkundung ist. Manchmal finden wir ja was. Manches ist es auch einfach nur bei einer Mission. So, mal so. So, hier zum Beispiel die Hütte, finde ich, sieht sehr auffällig aus. Okay, then. So, then... And what? Yep, so it goes. Hello? How do you do? Hello, sir. Great town, this, huh? Well, then. You folks are lucky. Goodbye. Okay, das hat jetzt hier nicht so viel gebracht. Auch wenn es hier nett aussieht. Hier die Hütte. Aber vielleicht sind natürlich die Hütten in der Nähe von der Stadt nicht so interessant. Der Wind. Es kommt Wind und Regen. Der Himmel zieht sich zu, oder was? Man hört's richtig. Das finde ich beeindruckend, aber sehen tun wir hier noch nicht so viel Regen. Der kommt jetzt. Hier ist noch eine Hütte. So, mal das Pferd gleich mal striegeln hier. Let up. Das Striegeln. Feel good? Ist gut, sehr schön. Dann können wir es auch gleich nochmal füttern. Fill your belly.
Wird's hier aber auch dunkel. Kommen wir hier rein? Ne. Aber hier waren so eine Hütten, aber hier ist... Wenn nur das Puma ist... Quakers Cove ist hier. Keine Ahnung. Dann gucken wir einfach mal. Oder wir gehen mal in den Saloon. Gucken wir mal in den Saloon, was da los ist. Da hinten blitzt es. Ja. Die Pferde sind natürlich bitter, die müssen draußen bleiben. Ich frage mich, ob man hier vom Blitz getroffen werden kann. Zutrauen wurde ich es dem Spiel, ja. Oder 2,48. Ist noch was im Saloon los? Danke, ist er. Aha, du treibst dich ja so rum. So ein Typ. Aber wir können hier rein. Wir natürlich wieder spielen. Oben ist auch nochmal was. Was können wir denn hier holen? Essen. Wir können doch was essen. Machen wir mal. Schön. Prärie holen. Bestellen wir mal. Hier nicht. Hunger abfallen. Was hier oben spielen sie auch noch? 11. Hier sie auch spielen. Partner? Hello? I'm standing. $5 kostet mich das. Man muss jetzt nicht unbedingt sein. Können wir telefonieren? Gentlemen? Hey, partner. Careful, big guy. Watch your step. Hey, 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 bleibt ruhig, Leute. Oh, sorry. Glad we can put this behind us. This here is a real man. Noch ein Telefon hier. Aber sieht nicht so aus, als wir es irgendwie benutzen können. Okay, Leute, ich muss jetzt hier nochmal vorbei. Und es euch zu sehr aufregt. 19. Give me a card. What in the hell's your problem? What a joke. Okay. Überschaubar. Ist halt nicht so eine... Nicht so riesig. Wir waren aber auch nicht so richtig einen Abend, glaube ich, in Saint Denis in dem Salon, ob da so viel mehr los ist. Hey, partner. Hello, mister. Can you tell I'm having a terrible day? It can only get better. Why not? Okay, aber ist halt so, ja, wenn jetzt hier keine Story ist passiert. So natürlich nicht so viel, man kann noch ein bisschen zufällige Begegnungen haben. Aber die hier sind natürlich mehr Kulisse, die Leute. Noch eine weitere Kopfgeldjagd, wenn ich das hier sehe. Gucken wir mal, wie wir da finden.
weiß nicht, ob die Mission dann direkt losgeht. Bin ich gerade auch nicht so sicher. Ich habe einfach erstmal den Steckbrief mitnehmen können. Look who it is. May I direct you to that bounty poster hanging on yonder wall there? Hey, feller. Keep to your damn self. Might take a look. Okay, und die hier? Können wir mit denen einfach reden? Howdy, mister. Ain't interested. Noch verärgern machen können. $30. Hermann What brings you here, huh? Zietzendorf. I look like the John type. Ein Deutscher oder was? Belohnung Hermann Zietzendorf für die Verhaftung und Inhaftierung bis zur Abholung durch den Polizeibeamten aus Blackwater. Gesucht wegen Betrugs, Täuschung eines Gesetzeshüters und mehrfachen Diebstahls. Zietzendorf ist groß gebaut, trägt einen buschigen Schnurrbart und leuchtend bunte Kleidung. Er hat eine Impfnarbe am linken Oberarm, eine Warze am Zeigefinger und Plattfüße. Wer ihn findet, soll ihn verhaften, festsetzen und mir auf meine Kosten ein Telegramm schicken. Polizeichef und so weiter und so fort. Okay, er ist auffällig. Domino alle 3, ja. Domino können wir noch spielen. Aber ich würde sagen, auf der Karte wurde jetzt nicht eingezeichnet. Fella's been going into construction yards in the night, taking tools and the like. Ist nur nachts aufzufinden, alles klar. Na, dann gehen wir erstmal hier hin. Ups. So, mal gucken, was uns hier in unseren Kopf geht. Ich kann mir vorstellen, dass die teurer sind als ein Pferd. Ich kaufe uns aber auch nur ein bisschen Holz, ein paar Materialien. Dann können wir rein, aber bevor es direkt losgeht, hole ich mir noch was zu trinken und bin sofort wieder da.
So, da bin ich wieder. Weiter geht's. Excuse me, sir. You work here? No, I just hang around here for fun. Joking. How can I help you, friend? Listen, I know this sounds crazy. Some dumb old coot I know is telling me there's these houses you can buy pre-cut. Not crazy, friend. The very latest in modern convenience. Convenient and cost-efficient. Which house do you want? Each one is entirely unique, but also the same. Excuse me? Perhaps I'm going too fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique pre-cut palace. And if you order today, I guarantee you're home in a matter of weeks, maybe sooner. I'll take that one. Ah, yes, we have that one in Oh, stock. wir konnten es nicht auswählen. Credit from the bank. Oh, fantastic. Now, you write your name here, and you sign your name there, and you will be the proud owner of a factory-built home. It's that easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. Albert Cakes, Esquire, at your service. You boys give me a minute. What are you doing here? Everything okay? I'm not sure. Probably. Fella came by the farm. Got attacked on the road. He said the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. I left Uncle armed to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire? If they're Skinner's about, we need them. We ain't got that kind of money, Charles. You want to get robbed for your house? No, but... Hey, these Skinners can be nasty. Come on. Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne, this is... Milton. Jim Milton. Sir, good to meet you. We're gonna be heading up to the Manzanita post. Why? The best smith around is that Norwegian fella up there. So they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good, because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle, then? I know old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right, then. Let's go buy us some tools. I know the quickest way. Follow me. Wir haben uns einiges geholt. Aber offenbar rechnen wir direkt mit dem Angriff. Diesen Skinner-Bande da. Say, is your friend a Negro or a Redskin? I think a bit of both, for what it's worth. Cash is cash, so it's all the same to me. I saw you getting skittish there, but don't you worry. We're not getting shot at. Oh, yeah. I know Charles Smith. If he's got cause to be concerned, it's usually good cause. You got a shotgun messenger sitting right beside you, all right? Now suppose you don't know much about robbing caravans. Not much, I guess. No. Well, nor do I. But I know a thing or two about protecting them. And if a robber sees some strong men sitting up front, 2 of them guns for hire, then they're gonna wait for the next set of fools to come on through. Unless they take the guns to mean they're carrying something valuable. Instead of pre-cut timber and some tools. What? No. Wait, trust me on this. You are overthinking it. You hire a gun, you hire peace of mind and a deterrence. So I'll sit here looking big and scary, and you can concentrate on the horses. All right. I'll do just that. Maybe I've done this kind of thing before, and maybe I can handle a weapon. But I'm not so different from you, partner. I think you might be. People wonder how you can handle it, living by your gun. But it's the same as any other occupation, really. Hey, we're taking the next right, up towards Manzanita Post. Now, I was about to tell you. When I get home, I put my gun on the rack and it stays there. I mean it, it really stays there. I don't even think about it. My mind's on my wife and the little ones. I'm chopping wood, mending the roof, putting the kids to bed. But when I'm out here, I'm watching the tree line. I got my gun at the ready. And I'm trying to make my employer as comfortable as possible. That's,
Real good of you. You're in good hands. I know this country well. Good. Am I finally gonna meet this tool maker? Now, Niels, he's an acquired taste, but boy, can he work metal. Norwegian, you see? Viking blood. Fellas up there used to worship a god with a hammer. Guess I figures they'd still be making them. I'm not sure how much English he speaks, but Niels knows tools. And he knows me, so we'll see if we can get him to give you some. This is the spot, just up ahead. Ist er aber auch beim Erzählen, ne? Er hört gar nicht mehr auf. You boys wait here. After you, Mr. Milton. Dann gehen wir mal zu Nils. Like I said, Nils is an acquired taste. Let me do the talking. Nils. Nils, it's me. Willard Wayne. Okay. This is my associate, Jim Milton. Okay. He heard you was the best smith around. He needs some tools. He's building a ranch house up at Beecher's Hope. Beecher's Hope, okay. Have you got any made? Okay. Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, and he's the best. You off someplace, Nils? Okay. So Milton is working with Cake's Hardwood and Timber in town. Should I get them to pay you and add it to his bill up there? Okay. Come on, let's get moving. Okay. All right then. Beecher's Hope. Naja, das lief jetzt. Können wir Waffen auswählen? Wir haben Waffen dabei, ja. Vielleicht, na gut, wir können es jetzt nicht. Took a look at it myself, as it so happens. Seemed like a lot of work. Too much for me. But more power to you. Must have seen something in it I couldn't. World needs men like you. Da, greifen sie an. Ja, war klar. Oh, Charles, wir müssen es richten, denke ich mal. Boah, jetzt geht's ja los, warte. Was hat denn der aufgehabt? Noch einer da hinten. Das schießt ihn doch mal ab, Gott sei Dank. Ich musste gerade nachladen. Stöhnt hier noch rum. Es sind noch mehr. Mr. Devon, you okay? Yes. That the last of them? I think so. There's more. They got the tools. They grabbed Mr. Wayne. All right, you stay here, guard the wagons. Charles, come on. Hey, you gotta get after over here. They got me. Over there, come on. Mr. Devon. Quick, Mr. Smith. Over here, help me. It's this way. Der dürfte nicht so weit kommen, aber hier sind noch mehr, okay. Noch mehr. Ja, jetzt haben wir keinen Detail mehr. Da oben ist noch einer. Okay.
Da oben ist auch noch einer. Ach, wir haben noch auf den geschossen, der den weggenommen hat. Nein, oh, Scheiß. Nein. Ja, Charles, komm. Was sind die denn? Kommt die alle so nah hier? Nein! Die kommen halt... Alter Schwede, die kommen halt auch manchmal hier so angerannt. Die Schrotflinte ist schon ganz nett auf diese Entfernung. It's too quiet. Ja, ein paar Rothäute, würde ich sagen. Diese Bande. Mr. Wade! Can you hear us? Mr. Wade! Du legst nur die Waffe weg. Charles, wo bist denn du jetzt hin? Bist du doch, oder nicht? Was ist die Idee? Mr. Wayne. Vielleicht können wir noch mal kurz ein bisschen Detail auffüllen. Premium-Zigaretten. Oh. Charles, I found the tools. Ah, okay, danach haben wir gesucht. Oh. Shit. Jesus. We gotta move fast. Come on. Er läuft immer nicht so bei uns. Ich finde, wenn wir uns eine vernünftige Range aufbauen, so mit verschiedenen, ich weiß nicht, ob Verteidigungsanlagen man sagen kann, aber so eine kleine Festung könnte man ja machen. Das ist echt ganz witzig. Did he? Everyone knows. Except me. Later, John. Ich achte mal nicht so drauf. You all right carrying him? I got it. There's no use in you getting bloody too. Is it bad? They opened him up pretty good. Nearly chopped his head in two. God damn them. Mr. Wayne didn't make it. You're bored now. We have to get out of here. You take him in the back wagon. Come on, help me. Wir legen wir die auf den Wagen. All right, let's get out of here. Oh my lord. What'd they do to him? Nothing nice. Erstmal eine rauchen. Come on, we gotta go. Those goddamn animals. Okay, John, I'm riding with you. Ja, schon bitter. Es passiert halt immer irgendwie was. I told you I was worried. Sadie said something too. What kind of land have I bought? It's not the land. Skinners move around.
They're here for now. I thought this kind of bloodshed was meant to be over with. What was all the nonsense about civilization? This kind of bloodshed is different. Folks have been killed, sure. Good reason and bad. But rarely just for the fun of it. That was fun for them? No, not that time. Most folk don't usually put up with such a fight. Then I hope we put an end to it. There was a caravan a few months back, massacred. Guten Abend, der Sakko. Hello, man wird mal wieder Zeit, mit euch hier abzuhängen hier. Moment. Uncle! Uncle! You useless sack of crap. I was keeping guard. Really? Whoa. What happened? Skinner brothers. Lot of them? Enough. Once this is done, I'll take Mr. Devon back to town and get poor Mr. Wayne buried. Okay. Be careful. Oh, I will. But I'm fairly sure we scared him off for now. Bad business. Well, we'll be safe together. Sure. If you say so. Okay, ist so nutzlos. Aber schön, ja, dass du wieder dabei bist, Asako. Mit euch abzuhängen. I love you. Don't you forget that. Tja, auch ein bisschen tragisch mit John hier. Aber vielleicht besteht ja noch Hoffnung. War ja der Plan von Arthur im Grunde auch. Kredite halten. Das müssen wir doch bestimmt auch mal zurückzahlen. Und nicht. Töte alle Skinner-Brüder, die sich in den Bäumen verstecken, durch Kopfschüsse. Alles klar, ja. Ja, wo hast du dich denn rumgetrieben, Asako? Was geht ab? Wie geht's dir? Mal Schnellreis. Können wir hier was essen? Können wir was essen? Ja, das sieht nicht so aus. Wir haben mal gesehen, dass du beide das Gate 3 gespielt hast. Ich hab echt mal überlegt, ob ich mir irgendwann das auch mal zulege. Vielleicht noch, wenn es nochmal reduziert ist oder so. Aber ich habe ja auch schon die nächsten Spiele in der Pipeline. Die müssen wir auch erstmal dann durchgehen. Red Dead Redemption war jetzt auch umfangreicher. Ist jetzt auch nicht mehr so lange, aber ja. Auf jeden Fall gut, dass ich das nachgeholt habe, das Spiel. Also, es war wirklich hier fantastisch. Anke, ein neues Jerusalem. Anke möchte mit dir sprechen. Anke ist halt auch so ein Typ, ne? Es ist halt schade, dass Sadie Adler hier nicht mit zu uns gekommen ist. Und was soll man machen, ne? So, mehr können wir jetzt gerade hier auch sowieso nicht machen. Das ist hier unser Lager. Das ist für die Pferde. Sich kochen, wurde der Kenner hier? Was sagt ein Charles? Hi, Charles. My brother. You doing good? All right. Real fine. Yeah. Weil es G3 bist du gerade im 4. Durchlauf. Okay. Ist das, hast du, ja, ich hab ja gesehen, hast du viel gespielt, hast du eine Langzeitmotivation offenbar? Die Story soll ja auch sehr gut sein. Ich habe auch noch nichts davon so großartig gesehen. Ich ein bisschen skeptisch war mit dem Gameplay. Von daher kann ich es mir irgendwann, werde ich es mir dann bestimmt mal gönnen. Kam mir ganz gut an. Und du hast ja auch gesagt, es gibt Klassen, die in Richtung Nerosus gehen. Irgendwelche Nekromanten oder Hexenmeister. Aktuell spiele ich Diablo 4 Season, hast du gestern angefangen und nebenbei besuche ich eher unmotiviert Hogwarts. Ja, glaube ich. Also mit Hogwarts bin ich auch so ein bisschen Hogwarts Legacy ambivalent so unterwegs gewesen. Ich fand die Kulisse alles cool. Mich hat ziemlich genervt diese Performance-Einbußen beim Start des Spiels. Das war ziemlich schlimm. Das ist ja mittlerweile besser. Aber mal jetzt im Vergleich, ne? Da laufen lauter Schüler rum.
Da ist diese Welt hier, zum Beispiel Red Dead Redemption, um vieles wesentlich mehr lebendiger. Und ja, gibt viel mehr zu entdecken und zu machen und zu tun. Und es kommt dir halt auch nicht so sammelmäßig so doll vor, auch wenn viele Leute hier natürlich noch mehr sammeln können. Aber es wirkt halt alles viel, keine Ahnung, doch irgendwie stimmungsvoller, ich weiß es nicht. Und die Story alleine schon ist auch hier wesentlich besser. Weil die Story von Hogwarts Legacy war halt auch so, ja, okay. Am Ende des Tages, ja, war es vor allen Dingen das Beeindruckende an dem Spiel, so dieses ganze Hogwarts-Geschichte, so mal durch diese Schule da gehen zu können und Hogsmeade und so weiter, einfach das mal lebendig in wunderschöner Grafik sehen zu können. Aber ansonsten, auch dieses Gut und Böse, auch total wenig ausgeprägt. Es hat irgendwie kaum einen Unterschied gemacht. Und die bösen Entscheidungen waren dann noch besser. Und ich weiß hier, jetzt haben wir jetzt nur immer die gute Variante gesehen. Wir haben ja mehr mit uns hier als ehrenhafter, sag ich mal, Cowboy so verdient gemacht. Das hat durchaus Einflüsse auf die Dialoge. Und zum Beispiel hatten wir, sag ich mal, in den Shorts geteilt, diese Begegnung mit dieser Schwester am Bahnhof. Ich habe halt gelesen, die hätte man zum Beispiel, diese Begegnung hat man gar nicht, wenn man sich unehrenhaft verhält. Oder auch wie Sadie auf uns reagiert hatte als Arthur. Naja. Also ich habe irgendwie sofort in der Open World mein Drive verloren. Ja, das kann ich verstehen. Und das ist halt auch klug gemacht geworden hier in dem Spiel. Mit diesen unterschiedlichen Kapiteln. Wenn du dann halt irgendwie nicht, ich fand hier auch nie so das Gefühl, das fand ich aber generell bei den GTA-Sachen, so nie das Gefühl habe, ich muss jetzt hier alles einsammeln oder so. Und man hatte hier die verschiedenen Kapitel. Ja, vorher hatten wir unser Lager hier in Amberino oder im Nordwesten. Dann hier macht man die Hauptquest weiter, kommt man hier so ein bisschen hin und dann hier runter. So hat man alle Stationen so ein bisschen durchlaufen und immer ein bisschen Bewegung, neue Sachen entdeckt. Ohne jetzt, okay, jetzt kannst du ja alles einsammeln. Das haben sie halt echt, ist schon, muss ich halt so leider sagen, auch so viel Fans ich hier von Hogwarts Legacy manchmal im Stream hatte. Finde ich, ist das hier nochmal eine andere Hausnummer. Klar, die GTA-Spiele sind, oder die Rockstar Games Spiele sind so, wenn die Missionen alle durch sind, dann ist es auch irgendwie durch, dann hat es auch keine Motivation mehr, aber bei Hogwarts Legacy, ja, war halt dann diese ganze Story-Sache noch viel mehr durch und ich glaube, es ist, nicht so viel Zufallselemente oder so. Also man muss dann schon wirklich sehr, finde ich, Harry Potter-Fan sein. Those plans make any sense? Oh, sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? But I'll tell you what I think, just to be safe. I'll do the reading and planning, and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Oh, now, that is plain unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. While you use what you've got, which is less of a brain. Let's get started. Well, first thing it says the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago, unless you want to dig a 6-foot deep hole for me when the workday's over. Don't tempt me. Oh, well, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now, come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. We should get on with this. Im Zeitraffer wurde jetzt was gebaut. Und wir dürfen sogar selber anpacken, während Anke natürlich wieder sich ausruht.
saw in a board and I'll cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter what the weather, we're together. Ziehen! Los, Charles! Geht daneben. Ja, ein bisschen weiter rüber, ne? Wird aber richtig groß, wenn ich, wie das aussieht. Let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. Climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter any weather, we're together. Es ist auch nicht so gut zu sprechen, auf Anke. Nachdem die beiden das Haus quasi alleine aufgebaut haben. And I think that's everything. John Marston, you have a home. So do you. Oh, I know. And you, Charles, as long as you'll stay with us. Thank you. Gentlemen, to this happy home. Well, at least till this fool gets his woman back. My darling Abigail, I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you. And that is, I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours, and we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John. Tja, ja, John.
Aber es sieht schön aus. So. Dann werde ich nochmal gucken. Uncle, I thought you was... Where the hell? Hämmere die Nägel mit einer Genauigkeit von 80% rein. Okay. Ja, wunderbar, haben wir Gold bekommen. Das klingt so, als hätten die sich was dabei gedacht. Ich habe nur leider absolut gar keinen positiven Bezug zur Wilden Westen, außer Schuh ist Manitou dem Film. Ja, also ich bin jetzt auch nicht so der Wilde Westen-Fan, muss ich sagen. Aber auf das Spiel muss man sich halt echt so ein bisschen einlassen. Es hat manchmal auch einfach, also allein schon diese Landschaft, wie das inszeniert ist, das ist halt so ist halt schon so der Wahnsinn. Einfach so hübsch, die Musik, das Ambiente. Ich meine, allein schon, wenn du hier so guckst, ja, da fliegen da so ein paar Vögel rum. Die Musik klingt so leicht an, man hört die ganzen Geräusche. Und ich hab's ja relativ schnell noch gespielt, würde ich sagen. Man kann sich da viel, viel mehr Zeit lassen, keine Frage. Aber ich will natürlich auch noch ein paar andere Spiele spielen. Ja. Meine Güte, hier so da durchzureiten, die verschiedensten Sachen so zu sehen und zu genießen. Das hat auf jeden Fall was. Ja, ich habe sicherlich nicht jedes Gimmick entdeckt oder so. Wir haben aber viele Nebenquests gemacht, Hauptquests gemacht. Also, wenn du irgendwann mal ein Western-Spiel spielen solltest, na sag gut, dann probier ruhig Red Dead Redemption 2 aus. Vor allen Dingen, ja, du hast jetzt nicht so oft dabei, du hast ja kaum was von der Story mitbekommen. Auch von der Story her. Da gab es echt einige Momente im Spiel, die fand ich schon recht emotional so. Angemacht wäre nix. Hier noch irgendwas ansonsten? Nö. Just one time I hope to find you working. Just once. Do you believe in reincarnation, John Marston? No. Well, I hope and pray to whatever is out there that I get to come back as a youngin', so that when you're old and facing death, I can be some two-penny slave driver that comes along and hastens your journey into the grave. This is a fatal condition I got. And I'll give you another fatal condition. We don't get on with things around here, and we'll all starve. Get on with what? Farming, ranching, planting something. The only thing that this land's good for is grazing. Grazing? Yeah, so cows, sheep, goats. Now, goats is easy, but they taste awful. I don't like goats. And cows, I've seen enough cows. Yeah, sheep then. But any livestock, you're gonna need a barn. Barn will take 3 of us 6 months to build. Oh, you don't build a barn, dumbass. What do you think this is, 1785? You buy one pre-cut just like the house. This is the industrial age. The lumber fellers all have them. That guy makes me hate the modern world. Oh, come on. I'll deal with them. Ah ja. I can't move like I used to. Man, I never was that fast. Okay, ich habe Evil West angefangen. Das ist eine Art God of War im wilden Western-Style mit Vampiren, okay. Aber das ist nicht das, was du mir auch mal empfohlen hast, wo wir Koop überlegt haben. Das ist ja, glaube ich, ziemlich übel in den Tests abgegangen. Da hat vieles nicht funktioniert bei diesem anderen Spiel. Aber ich glaube, das hieß nicht Evil West. Now, this fella probably saw you, thought, here's some cornhusk idiot, some country rube doesn't know a pre-cut home from an outhouse. And I'm gonna rob him blind. I gotta respect him for it. Because if I saw you walk into my lumberyard, I'd think exactly the same thing. Thinking about it? I might actually do this on my own. Oh, I can't let you do that, John.
Let you get robbed again? Oh, no. You need someone with some sense to negotiate. And some charm wouldn't hurt neither. Oh, and that's you, is it? With your famous way with people? Ah, you're in enough debt as it is. I got to help you all I can. It's my debt. I'll handle it. Yeah, but if they foreclose on the debt, I'll lose my home. And I do so like it there. You like it too much. You're far too comfortable. Ah, you ain't even got furniture. Danke, redet so viel, da will ich mal jetzt gerade nicht mal so zwischenquatschen, aber es ist ja gerade mal ruhig. Aber du hast angeteasert, dass du dich bereits für ein nächstes Spiel nach Red entschieden hast. Welches denn? Okay, das heißt, ich darf spoilern, wenn das schon ist. Also ich denke, wir werden einmal, ich glaube, es geht nicht so lange, Hellblade spielen. Und danach The Evil Within 2. Das wäre jetzt so, wie ich es mir gedacht hätte. Wobei manchmal patchen sie ja ordentlich nach und dann entpuppen die sich noch als kleines Gegenjuwel. Ich investigiere mal. Achso. Ja, das kann natürlich sein. Oh, bist du jetzt hier rüber gesprungen? Ganz ruhig. Komm mal hier runter. This is him. The hell's your problem, huh? Noch ein Problem mit uns? Nee. And how are we? How's little Emily? Emily. I'm sorry, how are you? Ja, also so ein bisschen Horrorspiele. So Halbhorror ist vielleicht das erste, das zweite auf jeden Fall. Ja, vielleicht begeistert dich das auch wieder mehr, Asako. Würde mich freuen. We need a barn. A barn? Of course you do. All them potatoes. We're gonna farm livestock. What's wrong with you? How many Scarface loons you got coming in here buying pre-cut homes? Here, what you think? Have a look. Maybe that one. We're an excellent choice. We have a couple already cut and in stock. I'll have it sent to you in Blackwater. I'm down at Beecher's Hope. Oh, I'm sorry. Of course, this is my wife, Jerry. You see, she's it's great seeing you again, Al. Yeah, and it's you, been sir. a pleasure as always. Great pleasure. Love your work. Of course. How are we gonna pay for this? Same way we pay for everything. I just wish I could help you, sir. You've been a good customer, and I like you, and David Geddes likes you. But this man is very annoying. Can you just give me a few days? Of course. I really enjoy begging and watching you make a fool of yourself. Well, John! Hey! Is that Sadie Adler? Hey. John, how are you? Well, hello, Uncle. Nice to see you. And you too. Oh, shut up, you old creep. Listen, Sadie, you got any work? I'm kind of desperate. Work? How desperate? I need money. A bunch of money. My debt's climbing and You up for a fight? Is it legal? Well, it's very legal, but it's also pretty dangerous. With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own. I ain't got much choice. All right, then. Come on. So, mal langsam wieder rasieren hier. Flower underneath. Tell the bank there's money coming in. And get a crew to help with that barn. I have it Das on good authority we gehört. can find this bounty at Painted Sky. I know the place. Okay, I'll follow you. Nach Painted Sky habe ich auch noch nie gehört. Ja, das ist in der Nähe, wo wir schon mal quasi waren. Na klar waren wir da schon mal. Da ist doch diese eine Familie her, die dann weg war. Aber ich muss mal ganz kurz auf Toilette.
Okay, da bin ich wieder. Meine Noise Cancelling Kopfhörer haben ganz komische Geräusche gemacht. Asako sagt, das erste Spiel ist mit der Frau namens Senua. Ich weiß nicht, wie die Frau heißt, aber ja, man spielt eine Frau. In so eine Mischung sein aus nordischen Kämpfen und aber auch Horrorelementen habe ich so ein bisschen verstanden. Und es geht auch so um psychologische Sachen. Und ich glaube, es ist nicht so lang. Und The Evil Within 2, ja, ist glaube ich einfach so auch ein Horror-Game, aber ich glaube auch auch umfangreicher so ein bisschen. Nicht so kurz. An encyclopedia salesman was up there on the property. Couldn't find the rancher, but saw a Mexican-looking feller hanging around. Now, Ramon Cortez is round those parts, split up from his gang and stuck in West Elizabeth. It's gotta be him, holed up waiting on some owl. And we're gonna get to him first. Sadie, hey, so who is this bounty? Ramon Cortez. He's with the Del Lobo gang. Del Lobos? Yeah. You head back down to where we was, New Austin, you're bound to run into them. Oh, I ran into them. Mostly Mexicans? Some of them, but some is Californios. And some are regular Americans, too. They're a misfit bunch. Just like we were. And they're friendly. Real friendly. Oh, yeah. Ugh, it's a bad situation down there. Burnings, killings, you name it. I know something of that. And not much law except the sheriff of Tumbleweed. He's making a hell of a go of it, but there ain't much there to hold back the chaos. It's real wild country. Sounds like he needs all the help he can get. Maybe drop in on him sometime. You know, I had some trouble of my own. That gang you was talking about, was they the Skinner brothers? That's them. They ain't nice. Nice weren't what I heard about them. Got hold of this feller I'd hired. Ah, he didn't die well. I'm sorry, John. We fought back. We was too slow was all. I wish we'd done better for him. I'm sure you did the best you could. I've heard, well, the kinds of things they do to men. Unspeakable things. I hope that's the last you see of them. Me too. But if not, I mean to be ready. That is wise. You want to hear something? I built my ranch house. Good for you. Did you make it out of straw bales? No. It's one of them pre-cut ones. Me and Charles put it up, and Uncle watched and barked the odd order at us. It's solid, though. Real good and sturdy. Woo! John Marston's got his own house. You should come see it. It's good country, Sadie. Despite all that. I try not to fraternize too much with employees. You know, it sends the wrong message. Oh, that's what I am now. An employee. Mm-hmm. That's what the bank says. Ah. Well, then I guess our fraternizing days are done. Now, be a good boy and get this bounty for me. Yes, ma'am. Er hat gesagt, ich habe mir vorgestern Hellblade eine Rabattaktion gekauft, da werde ich auch nicht dabei sein können. Nee, da werde ich nicht dabei sein können. Das wäre ja schade. Aber ja, ich habe es wahrscheinlich auch bei diesem Rabatt geholt. Das war gerade sehr, sehr günstig. Und dachte, oh ja, Schnäppchen, irgendwie 2-3 Euro oder so. Und dann kann sich das mal. Aber vielleicht spielst du es ja jetzt die nächsten Tage durch. Und dann wirst du nicht gespoilert. Du kannst dabei sein. So, ein kleines Kopfgeld. Mal gucken, wie viel das wirklich bringt an Geld. War nie so viel wie die Bankraube, die wir so gemacht haben, aber mal schauen.
This is painted sky up here. Looks quiet. Ramon Cortez, you better be here. Let's get down and take a look. You search that barn. I'll take the main house. Holler if you get him. Na, wir nehmen mal wieder erstmal was mit. Das war mit, müssen wir fast mal weglegen, das war mit Gewehr. Die Pump Action. Ne, ich nehme das. Was haben wir? Haben wir Spring? Bolt Action muss ich hier mal fliegen. Können wir es fliegen? Nehme ich das mit. Sadie, warte mal. Sadie rät mal wieder vor. Was hat er gesagt? Ich habe es schon wenig bei einem Freund zugeschaut, als er es vor Jahren gespielt hat. Ich kenne leider schon das Ende und auch ein paar Passagen zwischendurch. Hoffe aber, zu viel erinnern zu können. Achso. Zum Glück nichts gesehen. Sadie, ist jetzt schon wieder alles erledigt hier? Nee, wieder. Was macht sie denn? Do your worst to him. You sure he ain't in here? If he was in here, you'd know. Take a look. Rancher's in there. Cortez had him tied up. He's in the barn. Go in there, and I'll cover the exits. All right. Was ist mit ihr? Schießt du so komisch da, Sadie? Okay, okay. Kommt so. Hier müssen wir halt immer aufpassen. Macht da das Schloss aufbrechen oder eintreten? Treten ein, ja. Cortez! We've come for you. Come calmly and nobody will get hurt. Ja, ich hab's auf der Minimap kurz gesehen. Aber zu spät. You got him? I think so. He just tried to kill me. That's about right. Yeah, that's him. Come on. Let's get him to the sheriff. Come on, Ramon. Let's go for a ride. We're going to Rhodes. Rhodes? Deep. It's different there now. Rhodes ist different jetzt. Anders? That hurt. You want money? Gold? My men are meeting me at Dewberry Creek. Take me there. I'll pay you good. Better than any bounty. Oh, shut up. We'll cross up here. Come on. Sie reitet aber auch durch, als würde der da auf jeden Fall nicht runterfallen. Das hat man immer gesagt, nicht so schnell durch den Fluss, wenn wir jemanden auf dem Pferd transportieren. Weil er dann auch mal schnell in den Fluss fallen kann und dann war's das mit ihm. Das sieht so anders am Road, sieht erstmal ähnlich aus, wie immer. Bring Cortez round the front for me, will you? I'll get them ready for you. Come on. I'll give you $100 to kill that bitch. 200. 300 for her head. Be quiet. Mr. Sheriff? Mr. Sheriff, we got Ramon Cortez. Cortez? Sure did. Well done. How? Found him hiding in a pile of shit. That's about right. How you doing, Ramon? Oh, just fine, mister. Hey, how much you want? How much any of you want? I'll give $2,000 in gold to whichever one of you sets me free. I'm afraid it's a bit late for that, Ramon. You've been a real bad boy. Me and my boys are gonna ride you into Saint Denis and watch them hang you. Okay, if you think so, mister. Oh, I know so, Ramon. Take a seat.
Help me guard them till my boys arrive and we can get them out of here. Sure. Spent years cleaning up this town. Last thing I need is fools like this thinking they can take us back to the bad old days. Well, you did a good job. Wir warten jetzt, bis der Transport nach Saint Denis ist, oder was? Whoa, Sheriff Thomas! We want our friend back! You have about 10 seconds, Sheriff Thomas, before we kill all of you fools! 1! Don't be a dumb bastard! 2! This is a good town now! 3! Let them have it, boys! Del Lobos. Damn, Del Lobo! If you got the Ah, komm. Wie offensiv das Stadium mal reingeht, ist der Wahnsinn. Jetzt waren wir doch offensiver, als ich gedacht hätte. Hallo, treffe ich den nicht hier oder was? Was war das? What was it? Come on! jail! The jail! They blew my jail apart. He's gone. He's gone. Well, we brought him in. Now pay us what's owed. He ain't here now, madam. I don't get paid unless he makes it to Saint Denis. You want to get shot today as well as rob, mister? Are you threatening me? Why would we bother threatening you? Get him back and I'll get your money. And another $50 besides. $100. 75. I can't go higher. Done. Let's go, Jim Milton. Mount up. Verhandeln sie noch. Hier, kann man uns einen Hut gönnen. Nein, nicht den aufheben, den Hut. Daddy, wir kommen gleich, sobald wir hier das erklärt haben mit der Kopfbedeckung. Wir können jetzt zumindest plündern, wenn wir schon mal aufgehoben haben. Nee, auch eine besondere Waffe hier. Nö, einfach nur ein bisschen Zeug. Ah, viel Geld hatten die nicht dabei. Where are we gonna find him? He said there were men meeting him at Dewberry Creek. Let's start by looking there. Sure. You've had some bad luck with bounties being stole off of you. And you're about to have some bad luck with getting punched in the face. He got stole off both of us. Someone must have talked. One of his boys, maybe. We were sitting ducks, waiting all that time in that gim-crack jailhouse. Yeah. Yes, we were. I don't like it. The sheriff's done a lot to bring Rose into line since the time of the Grays and Braithwaites, but clearly he ain't done enough. So you think we can trust him? Yeah, he'll pay up when we come back with Cortez. He's a decent fella. If we come back with Cortez. We're coming back with him. Don't you worry about that. It's an odd thing, isn't it? We'll take $200 from a sheriff who might be crooked himself to go get a bounty. But we won't take $2,000 from an outlaw just to let him go. If that kind of offer is tempting to you, then go right ahead.
but not when you're on one of my jobs. I never said I was tempted by it. I just said it was an odd thing. How we'd take money from one, but not the other. Everyone's got to choose what they're loyal to. Themselves, God, the state. If a bounty hunter wants to last, the loyalty's got to be to the one that's issuing the bounties. Plain and simple. Moment. Wo sind wir hier? Hier? Das sieht nämlich fast aus wie die Brücke. Die Brücke für diesen Mordfall. Ich weiß nicht, wie ich es mir merken kann. Ich will irgendwie eine Markierung setzen. Y. So. Könnte die Brücke sein. Sure. No, I don't know. Usually, if I got into who deserved what, second guess every poster, I'd tear out all my hair before I put a rope on anyone. If the price is high enough, you got to trust there's a reason they said it. I hope that rationale works out for all of us. Hier kommt die nächste Brücke. Hold up. Down there. Die will ich mir auch mal markieren. Fire. I'd wager that's them. Stay on the road. Let's find a good vantage point. Yeah. Ach, da hinten meinst du? Up here. Come on. I think there's an old water mill by the creek bed. There it is. Keep some distance. We need to take a good look at him before we do anything. Whoa! Ah, noch nicht runter. Okay, okay, wir reiten noch ein bisschen. Come on. Jetzt doch mal runter. Haben uns aber einen schönen Hut ausgesucht. They must be camping down there. Why are they hanging around? Probably waiting for a boat. There's supposed to be a storm coming through, so maybe that's delayed them? Perhaps. So what do we do now? I'm gonna go get them. You. Me. You just cover me. I ain't getting you killed out there. But it's okay for you? I wanna die. And besides, those bastards don't look that tough. They look asleep as far as I can tell. I'm gonna go. You sure about this? Just don't seem right. This is my show, John Marston. Do as you're goddamn told. And shoot well. Das kriegen wir hin. Sadie. So wie Arthur hier. Den erledigst du, oder? Oh, warum schießt du denn nicht Feuer hier? Was, Sadie? Siehst du noch wen? Da. Mal daneben. Hier. Komm, Sadie. Oh, kommt noch mehr.
Sadie, du bist wieder so weit vorne. Ist nicht noch jemand hier? Da sind noch mehr. Oh, lass nach. Soll ich auf ihn schießen? Ich bin mir nicht so sicher. Ich könnte natürlich ohne Probleme. Ja komm, dann machen wir hier noch ein bisschen Druck. Empfange ihn leben. Alles klar. Oh, hold your horses, chica. Get out of there! I said, get Out of there! Easy, easy, girl. Oh, you gave up easy a long time ago. Hey, look out. There's more of them coming. Hey! Estoy aquí! Shut your goddamn mouth! Haben wir hier ins Wespennest gestochen. Ach komm. Ah! Any more? Are we done? We might just be. Son of a bitch. Well, that's that then. Help me load this fool on the horse. A lot of crazy bastards. Seems Mexico's a tough place. Too tough for you, John Marston. I'd stay well clear. Oh, I mean to, Mrs. Adler. Let's get out of here. Easy. So. Me again. Wunderbar. It's about time we collected this bounty. Second time lucky. What do you think, Cortez? You got any more surprises up your sleeve? You're a dead woman. You are a dead man. The Lobos will not forgive this. Wherever you hide, we will find you, and we will kill you. You and anyone who is close to you. I preferred it when you was offering money. Okay, jetzt müssen wir wieder hoch. Take my money. I got gold, lady. But you was just saying you was gonna kill me. Oh, you let me go? I'll forget about all this. You see, Ramon, what we got here is a trust issue. Oh, I'm good for it. You're tied up on a horse, about to be taken to Saint Denis to hang. You ain't good for anything. Listen, I swear. Of course, because all you can do is swear. But you're just saying anything you think might get you out of this. Ramon, I couldn't trust you to pay me. I couldn't trust you not to kill me. Hell, I couldn't even trust you to kill me, if that's what we agreed. What the hell are you talking about? I got gold, woman. Mister, gold. $5,000. Well, I hope you left it to someone in your will. Because you ain't gonna find much use for it in the short time you got left.
Hier war die eine Markierung. Okay, ich will nur diese Brücken sammeln. Oh, I've been damned a long time, my friend. Relax, mister. We ain't got far to go. Oh, you made a big mistake. Both of you. You should have took the money. You should have taken it. Now we're gonna come for you. I promise you that. We're gonna come for you. Well, I hope they know just where to find me, because I'll enjoy the fight. I like the fighting, Ramon. The fighting and the killing. Naja, es ist öfter so, wenn man die Leute hat. Irgendwie transportieren sie auf unserem Pferd. Also, Sallys Pferd, da werden sie immer sehr redselig und versuchen uns irgendwie zu überzeugen. Ja, schon öfter bei Kopfgeldjagden so. Aber nur, es zahlt sich gut aus, dass wir da die Schulden abbauen können. Das ist halt immer so die Sache mit der Bank. Und da hat sich John auf ein schwieriges Spiel eingelassen. Looks like. Sieht so ein bisschen übel aus. Easy. Get him down. The sheriff better move him quick this time. Big mistake. Real big mistake. I'll see you again. Haben sie uns mit dem Falschen angelegt? Mal sehen. Ramon. We got him, Sheriff. We got him. I knew you'd be back, Ramon. You just can't get enough of me. Put him in the wagon for me, would you? How's the jail? Needs to get fixed up since this nice man blew a hole in it. Me and the boys will ride him to Saint Denis right away this time. Come along, Cortez. Sheriff, before you go... I'll pay you when I deliver them. Plus $75. Exactly. Now goodbye. Let's go, boys. I'll see you soon, amigos. Shut up. Jetzt sind noch $10 rausgehandelt eben gerade, oder? You send my money to the bank for me. Of course. I'm supposed to be retired from this. This? For nothing. Just a simple arrest. Money for old rope. If you say so. See you around, partner. Die Scheune steht schon, ist ja der Wahnsinn. Ein kleiner Gefallen. Ja, wunderbar. Wollten wir uns das hier nicht mal angucken, das Haus? Was habe ich hier erzählt? Er ist angeleint. Freut sich auch. Gucken wir mal kurz rein. Och ja. Ist noch nicht ganz fertig, würde ich sagen, aber... Naja. Wie schon ist die richtig gefliest, ja. Waschen zum... Weiß ich nicht. Hier oben ist noch ein... Aber nee, was ist hier oben? Hier ist eine Truhe, was ist da drin, ne? Schläft hier Ankel. Können wir Sachen nehmen? So, nicht von mir sind, oder Charles? Man hat hier keine direkten Hinweise drauf, würde ich sagen. Steinkamin, Nobel. Ja, ja, da haben sie sich hier richtig... Also, so gemütlich hatten wir es, glaube ich, noch nie in dem Spiel. Und zwar ist es aber ein bisschen schwierig.
Ist noch nicht alles komplett fertig, aber es sieht schon... Ich ein eigenes Bad habe auch. Schön. Da ist sehr viel mit so Holz und Kohle, na klar. Bei den Kamin, ne? Ja, das hat man vorher tatsächlich auch beim Bauen gesehen. Und das müsste hier unser Zimmer sein. Hier auch nochmal mit dem Kamin von der Seite. Ja, wunderbar. Dann ist das eigentlich eher unsere Truhe. Haben wir hier was drin? Nicht so wirklich. Noch die Schnellreise. Und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir schauen uns Angels schlechten Tag in der nächsten Folge an. Was auch danach folgt, keine Ahnung. Und wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall sieht das hier schon mal ganz nett aus. Mit unseren, ich glaube, Mexikaner-Hut. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr noch nicht habt. Und dann habt doch eine entspannte Nacht. Bis dann, ja, voraussichtlich morgen. Bei Red Dead Redemption 2 und dem Nero. War doch ganz netter Stream. Ja, danke dir. Ja, danke dir fürs Einschalten. Gute Nacht.